Hallo. Die Aussage, dass die Evakuierung der deutsch-rumänischen Einheiten von der Krim organisiert wurde und der größte Teil des Personals gerettet werden konnte, ist aus Mansteins Memoiren in die Werke westlicher Historiker übernommen worden. In der Tat entspricht diese Aussage, gelinde gesagt, nicht der Wahrheit. Seit der Perestroika von Gorbatschow ist es in der UdSSR Mode geworden, diese Aussage zu wiederholen. Sie wussten nicht, wie man in der UdSSR kämpft. Sie sagten, dass die deutschen Truppen nur durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit besiegt worden seien und dass Frost und Unwegsamkeit sie daran gehindert hätten, die UdSSR zu erobern. Das war Sarkasmus. Und so hat sich alles in Wirklichkeit zugetragen. Deutsche Historiker erinnern sich nicht gerne an diese Operation. Und das nicht ohne Grund. Ende November 1943 isolierte die sowjetische Offensive im Süden der ukrainischen SSR die Halbinsel Krim. Auf der Krim war die 17. Armee der Heeresgruppe A von Generalfeldmarschall Kleist blockiert. Zuvor hatte der damalige Chef des deutschen Generalstabs, Kurt Zeitzler, dem Führer zweimal über die Gefährlichkeit der Lage berichtet. Er riet, alle Truppen von der Krim abzuziehen und sich mit anderen Teilen der Heeresgruppe A zu vereinigen. Aber das Militärgenie Adolf Hitler befahl der 17. Armee, die Krim nicht aufzugeben. Armee, die Krim nicht aufzugeben, sondern in die aktive Verteidigung zu gehen und für den Fall der Fälle eine Evakuierung auf dem Seeweg vorzubereiten. Dann sprach General Zeitzler prophetische Worte aus. Wenn wir auf dem Seeweg evakuieren, wird nur ein kleiner Teil der Soldaten gerettet werden. Das ist eine äußerst gefährliche Entscheidung. Sie wird in eine Katastrophe münden. Dafür wurde er seines Postens im Generalstab beraubt. Die auf der Krim blockierten deutsch-rumänischen Truppen, 5 deutsche und 7 rumänische Divisionen, ca. 235.000 Mann, die hartnäckig ihre tief gestaffelten Verteidigungslinien verstärken, halten die Krim weiterhin. Perekop wurde durch 3 starke Verteidigungslinien geschützt. Dies half jedoch nicht. Das Kommando der 4. Ukrainischen Front, das die Offensive plante, konzentrierte eine beeindruckende Dichte an Artillerie auf die Durchbruchsgebiete. 122 bis 183 Geschütze und Mörser pro 1 Kilometer Frontlänge. Bevor die Offensive begann, verbrachte die sowjetische schwere Artillerie 5 Tage damit, die langfristigen Befestigungen des Feindes methodisch zu zerstören. Vor dem Angriff wurden 2,5 Stunden lang Artillerievorbereitungen und Luftangriffe auf Stellungen der Hitleristen in den Durchbruchsgebieten durchgeführt. Der Durchbruch erwies sich dennoch als schwierig und blutig. Die Deutschen leisteten erbitterten Widerstand, im Gegensatz zu den Rumänen, die zitterten und nach Sewastopol flohen. Doch als die sowjetischen Truppen die gegnerische Verteidigung durchbrachen und in den Operationsraum eindrangen, befreiten sie in 5 Tagen die gesamte Krim und erreichten Sewastopol, wo die Reste der geschlagenen 17. Infolge der Offensive ergaben sich 17.701 Rumänen, die nur 49 Mann verloren. Die Deutschen kämpften verzweifelt und organisiert, sodass 43.886 Soldaten und Offiziere Hitlers gefangen genommen wurden. Über 50.000 wurden getötet und vermisst. Nach deutschen Angaben befanden sich zu Beginn der sowjetischen Offensive 235.000 Soldaten und Offiziere in der Struktur der 17. Am 18. April befanden sich in Sewastopol 124.233 Mann der 17. Armee, 78.000 Deutsche und 46.000 Rumänen. Dabei sind die SS- und SD-Einheiten, die krimtatarischen Kollaborateure, die rückwärtigen Einheiten der Flotte und der Luftfahrt, die nicht dem Oberbefehlshaber des Heeres unterstellt sind, noch nicht berücksichtigt. Hitlers Befehl lautete: Sewastopol soll für längere Zeit gehalten werden, deshalb dürfen die Kampfeinheiten nicht evakuiert werden. Die militärische und politische Führung Rumäniens handelte im Gegensatz zu den Alliierten und den Schirmherren aus Berlin und ordnete die vollständige Evakuierung der rumänischen Einheiten an. Unter dem Vorwand, dass
Rumänien ein zweites Stalingrad nicht überleben würde. Indeed, even before the storming of Sevastopol began, the Romanians had withdrawn most of their troops, 38,600 men, but they did not have time to withdraw all of them. During the storming of the city, 500 Romanians surrendered to the Soviet troops. On 27 April, the commander of the 17th Army, he was also the commander of the Wehrmacht troops in the Crimea and the Caucasus, Colonel General Erwin Jennecke, sent a telegram to the headquarters. The army has already so insignificant forces that it will soon be forced to occupy a narrower strip of defense on the line Inkerman Valley, the southern shore of the northern bay. It is impossible to hold this front for a long time, as all airfields and moorings will be under enemy fire. It is necessary to evacuate the personnel. His request for evacuation was rejected by the Führer, and when General Jennecke started evacuation unauthorizedly, he was removed from his post and sent to the command reserve, and from there resigned and court-martialed, which ultimately did not take place. Nevertheless, more than 20,000 people managed to evacuate without permission, 9,000 of them Romanians, the rest Germans, mostly wounded. The storming of Sevastopol lasted 4 days. The enemy was knocked out of the city, and the remnants of the German units were compressed and completely surrounded on Cape Chersonese. No one, not even German historians, can say exactly how many soldiers and officers of the Wehrmacht accumulated in this mass. They call an approximate figure of 60,000 people, hence the name, Operation 60,000. Maritime Commandant of the Crimea Rear Admiral Schultz, who proposed to begin evacuation, received a recommendation from the command. It is necessary to calmly assess the situation. The southern part of the fortress is capable of continuing the defense. General Tolbukin, taking into account the powerful German defense line on Cape Chersonese, did not undertake frontal attacks and entrusted the destruction of the German grouping of aircraft, fleet, and artillery. Art and air strikes on the Cape did not stop for a minute. At night, they used flare bombs. And when, on 8th of May, the exhausted German garrison finally received the long-awaited order to evacuate, Soviet sailors and pilots were already impatiently waiting for German ships. On the night of 10th of May at 2 the first transports, Totila and Teja, arrived. They stopped 2 miles north of the Cape, where they came under heavy artillery fire and Soviet air raids. Because of the shelling, the steamers could not come closer to the shore, which slowed down the loading. It was carried out until 07:30 with the help of boats and dinghies. Thea took on board from 4,800 to 5,000 people, Totila about 4,000. Totila was also damaged there during the raid by 3 bombs, caught fire and sank about A8E1. The Thea, which was sailing southwest, was also sunk after being hit by bombs and a torpedo from a torpedo carrier 23 miles southwest of Chersonese. The minesweepers were able to rescue and transport about 400 men to Constanta. Most of the evacuated soldiers, approximately 8,000, drowned. In the next 2 days, the same fate befell the steamers Romania, Helga, Danubius, and Geiserik. How many German soldiers and officers on them perished is still precisely unknown. The smaller escort vessels managed to rescue no more than 1/10 of them. It was not an evacuation but a beating, as in a shooting gallery. Only one large ship survived, the tanker Frederick Firuz. It was torpedoed by the Soviet submarine L-4, but on a tow of ships of protection it was able to return to Constanta. But only German infantrymen from Chersonese he did not take on board. In total, 43 German ships and boats were hit and sunk in attempts to evacuate these days. There is an official German list with the names and onboard numbers of each of them. Naval Commandant Schultz drew a natural conclusion. In the present situation, loading onto ships is impossible. Please return all convoys heading for Sevastopol and conduct rescue operations at sea.
On 12th of May, the remnants of the German grouping on Vergessene capitulated. 24,361 German soldiers and officers went into captivity. That's all.